Hallöchen, liebe Leute, willkommen zurück zu Monstrum Nox. Ein klein bisschen muss ich euch kurz abholen. Ich habe jetzt mittlerweile alle Petals gesammelt. Ich habe jetzt hier in dem Bereich nochmal 3, 4 gefunden, dann nochmal einen gefunden, hier nochmal 2 gefunden und wir sind jetzt bei 10 Stück wieder und ich wollte die noch fix abgeben, bevor wir dann quasi zum finalen Bereich gehen und zum letzten Kapitel, zum Nebenquests. Ich bin gespannt, was sie uns diesmal zu verraten hat. Das sind die letzten 10 Petals. Apocryphal Precepts. Okay. Bestimmt wieder eine wahnsinnige Weissagen für uns. Bin mal gespannt, was sie uns so gleich sagen wird. Und da ist wieder. Okay. Bin ich gespannt. Ich müsste mich mal echt in diese Rabbit Hole begeben und mal nachlesen, was es eigentlich mit dem Mädchen auf sich hatte und wer die Person war, die mit uns immer wieder gesprochen hat. Sehr mysteriös das Ganze. So. Und damit geht es für uns in den Finalbereich. Bin sehr gespannt. Eigentlich da wollte ich nicht rein. Ich will eins raus. Nämlich dort direkt ist das. Wir werden das jederzeit erkunden können, denn es scheint wohl zu sein, dass es eins von diesen Dingern ist, die tatsächlich nicht einmal irgendwelche Nox-Punkte braucht, tatsächlich. Also wenn wir die eigentlich jederzeit machen können. Dann holen wir die diesmal nach. Bin gespannt, wie die Gegend aussehen wird, wo wir da reingehen. Sieht so dschungelmäßig aus. Aber erstmal guten alten Auftrag hier erledigen. Das ist anscheinend eines von diesen Nox, die gar keine Score geben, die gar keine Endpunkte geben oder sowas. Und die muss einfach nur bestanden werden, dann wird der nächste Bereich geöffnet. Von dem her, ja, bin ich mal gespannt. Ich bin mit dem Originaltrupp unterwegs, wie ihr sehen könnt. Das war vom Spielbaren her mein Lieblingstrupp. Und das ist halt das Besiegen von diesen Dingern, okay. Ja, damit komme ich klar. Deshalb braucht es an der Stelle auch keine Punkte. Ich habe auch anscheinend eine Fähigkeit gerade gemeistert. Das machen wir dann. Ja, gleich danach. Und dann haben wir noch ein paar Nebenquests heute. Die würden wir dann noch machen, bevor wir dann quasi zum Finale aufbrechen. Und wie es aussieht, haben wir ja noch hier und da mit ein paar alten Bekannten, sei es vom Militär oder sei es von den Rittern tatsächlich. Da ist Lucien zum Beispiel, der wartet auf uns. Noch ein Gespräch. Bin mal gespannt, was wir noch so rauskriegen heute. Falscher Charakter.
Okay. Ich denke, ich habe so einige gefunden. Naja, da sind noch einige. Ja, das Original-Trio, wie gesagt. Macht mir am meisten Spaß zum Spielen. Die sind eigentlich auch recht angenehm, diese Dinger. Ich finde tatsächlich, die sind im Vergleich zu den normalen Missionen mit dem Beschützen von dem Kristall um einiges angenehmer. Okay. Dio! Nicht alles, bloß nicht Dio! Okay, der vertritt nur meinen Inputs. Also nicht so schlimm jetzt in dem Fall. Aber kein Problem. Easy. Easy peasy. Leicht überlevelt, würde ich auch sagen. Diese Szenen, obwohl ich sie anfangs nicht gemocht habe, muss ich einfach sagen, ich habe sie vermisst. Ich habe sie wirklich vermisst. Immer noch, muss ich sagen, habe ich vermisst, die Dinger. Und die sollen jetzt eigentlich ja keinen Gesamtscore geben, also im Sinne von S-Rang oder A-Rang oder wie auch immer. Aber anscheinend doch. Und selbst wenn, dann werden die einfach nur abgeschlossen und dann geht's halt direkt weiter hier. Alles klar. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier sehen werden. Ich bin sehr neugierig. It's so cold here, and I can barely see anything. The woodlands of woe. Yeah, Whoa. which sums it up. Aw, you can go back and wait if you want, scaredy cat. I'm not scared. Was ich zum Beispiel jetzt an der Stelle mag, ist einmal die Interaktion zwischen den Charakteren. Aber was ich zusätzlich noch dazu habe, ist, während ich mich ein bisschen vorbereitet habe und die Nox gesammelt habe und so weiter. Oh, übrigens, schöner Soundtrack wieder mal. Das will Entspannendes zur Abwechslung. Die NPCs erwähnen tatsächlich, wie frisch, wie kalt es ihnen vorkommt, wie die Gegend so zu sein scheint. Und ich war echt gespannt, was jetzt gleich dann tatsächlich passiert. Leave it to me. There's something here. Alter, abgefahrener Handbaum. Alter, der hat tatsächlich Fingernägel. Was geht mit dem? Creepy stuff, creepy stuff. The Woods of Woe. Ah, schön. War auf jeden Fall etwas ungewohnt, was Dings betrifft. Alter, ist sie schnell bei der Ulti. Speed! Alter, sie ist Speed. Let's go. So. Noch eine Truhe und noch hier ein paar Sammelobjekte hin zurücklassen. Weiß nicht, ob das eine Endgame-Gegend ist oder irgendwas, aber ich will das einfach jetzt noch fix mitnehmen, mit erkunden, weil mich interessiert das tatsächlich, was ich so noch vom Spiel verpasst habe, so in Anführungszeichen zum Ende zu. There's something here. Okay. Jetzt jedes Mal, dass ich einen Aufladangriff habe.
Weil die ist so eine Maschine, die Krisha. Ich muss einfach sagen, hey, die bricht so schnell die Shields von den Gegnern und alles. Die Angriffsgeschwindigkeit gefällt mir auch und alles. Ach, macht Spaß mit denen. Mit dem Originaltrio gefällt es mir am besten immer noch. Jetzt bestimmt schon 1000-mal erwähnt und ihr könnt es bestimmt nicht oft genug hören, aber ich muss es einfach mal erwähnen. Mit den drei macht es mir Spaß. Diese Fingerviecher, diese Fingerbaumviecher, Alter. Mega strange. Let's go. There's something here. Aber ich sehe nichts. Ah. Aber es scheint auch eine komplett optionale Gegend zu sein. Ne? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, als ob ich jetzt hier irgendwas in der Story mache oder sowas. Und wenn, dann kommt das vielleicht noch später, aber eigenes Gebiet nur zum Off-Story Exploration Spaß. So sieht es zumindest aus an der Stelle. Hübscher Altar. Das war ja von den Boys. My time to shine. Hübsch hier. Ach, dann überall Pflänzchen, überall Dings. Wow. Forbidden Altar Ruins. Okay. Intrepid Tourist. Wow, okay, ja, dann habe ich auch alle Landmarks jetzt gefunden. Cool. Hopp. Vorsichtig bewegen hier. Vorsichtig. Hoppa. Dunkles Grimwald. Okay. Da schon ein paar Items, wo ich nicht weiß, was mit denen ist. Sacramental Slot Plus. Oh, shit. Das ist nice. Und ein Skill für Renegade. Schön, schön. Noch einen dazu schmeißen, okay. Idle Anywhere to Heal. Extra Skill Cost. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Gift God shot is fast, increase dash speed, making range. Ich würde jetzt tatsächlich eher die Gift Gauge, weil ich habe den Rest bin ich schon echt zufrieden. Aber das schnelle Chargen war tatsächlich echt praktisch zum Erkunden. Oh, da gibt es ja tatsächlich so eine kleine Nebenquest, wie es aussieht hier. Long ago, a great suffering ravaged this land. The people were beset by countless battles, rampant disease, and unbearable destitution. For long, their suffering gave birth to impurity, begetting more suffering in turn. The gods, in their pity for those who could do naught but pray, produced for them a simple unhatched egg. Ever immaculate, this egg bore upon itself the impurity of man, becoming their solace. Hearken carefully and hear the whispers of the trees floating upon the airy breeze. Raise a prayer and cleanse the body by the clear waters of the cascading falls. Do so, and by absolved of the looming dark of night, granting peace to the land of man. O Grimnir, King of gods, with your loyal demigods beside you, eclipse the bewitching light of the moon and guide humanity's prayers to the heavens. Huh. Ich meine, es wirkt wie ein Rätsel, das man lösen muss, kann, darf.
Okay. Nicht ganz sicher, was ich da hier machen darf oder muss. Ich meine, jetzt haben wir das Landmark immerhin schon mal mitgenommen und ich kann demnächst mal nochmal dorthin und gucken, was ich da machen kann. Ja, mal gucken. Vielleicht lasse ich es auch. Okay. Weiter geht's. Bisschen umschauen. Noch habe ich nicht die ganze... alle Woods hier durchgeguckt. Okay. Und ein Skill habe ich gemeistert bei Dings. Ja. A treasure chest. Okay. Ist auf jeden Fall interessant hier die Gegend. Ich muss schon sagen, dafür, dass es eigentlich eine optionale Geschichte ist, wo ich mir sage an der Stelle, ja, ist eigentlich nicht so wichtig. Ist schon recht hübsch. There's something here. A treasure chest. Vielleicht hätte ich das deutlich früher erkunden müssen und hätte dann auch ein bisschen gelevelt dabei. Und dann wäre vielleicht das eine oder andere schon leichter gewesen, aber vielleicht, dass ich es jetzt erst entdeckt habe. Wie gesagt, die Kleine geht aber ganz schön ab, finde ich. So. Ich würde sagen, eins von den Dingen könnte jetzt gleich aufstehen, aber es sieht nicht so aus, als ob es eins von denen gibt. Ah, doch. Hier. A treasure chest. Also, Truhen gab es hier jetzt gerade genug. Something's there. Okay, ich scheine soweit alles aus dem von der einen Seite erkundet zu haben, also gehen wir dann noch nach links. Auf jeden Fall abgefahrene Viecher hier. Genau dich meine ich an der Stelle. Ekelhaftes Teil. Oh, ich hätte schwören können, das wäre jetzt eins. Okay, aber das scheint jetzt an der Stelle schon alles zu sein, soweit ich sehen kann. Auch leider recht kurzer Bereich, aber es ist auch Zusatzbereich, von dem her nehme ich das dem gar nicht übel. Aber das mit dem einen Auto fahren. Okay. Ob so wirklich wissen, was das jetzt damit auf sich hat, wissen wir jetzt nicht. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit den Quests, mit den Nebenquests als allererstes. Erstmal mit Xavier treffen. Alright. Let's go. Hey, Kleiner. Pretty big dog for a living plushie, especially after calling us out of nowhere. Hold your tongue, knave. So, anyway, what kind of request is this? Don't mind if I get right to business, will you, Rusty? Let's hear it. Yeah. Verily, I'm in your debt. I'll just get right to the point. Brethren and Sistren, I hereby entreat you to help me seek the Holy Sword. The Holy Sword, you say? I'm sure I saw that one coming. What about the one on your back?
What? This fig's end? This is not but just a toy. The sword I'm talking here dates back 500 years to the era of 100 Years' War. Say what? The era of the 100 Years' War? Yeah. Yeah. Most beauteous among blades, carried by an extraordinary knight of old. 'Twas said, oh, it's hard to speak, said to bear the power of banish all that is wild and wicked. Oh, you mean the Master Sword? It's the sword of the self-same holy swordsman you already know. 'Twill prove most essential should we hope to reign victorious in the Grimwald. So come, monstrums, by our trough, we are off. How exactly do you know about this? Don't fret yourselves over the details. I've got my own tales too, you know. The old sword must have been left somewhere in this ancient battlefield. Know what that means, Rusty? Let's get to searching. Okay. Live by the sword, life by the sword, let's go. Okay, ich habe ja schon die ganzen Skips mir vorbereitet. War ja hier schon mal, so ist es nicht. So this is the ancient battlefield. This was Balduq's most strategic southeast point. Oh, this is Renegade. As well as the site of a major battle. Aye, it's a savior. Here, the old holy swordsman and his men made their last stand 500 years ago, which means this holy sword has got to be around here somewhere. Aha! Never mind, it's just garbage. It's not good to do that every special piece of metal he sees, is he? I doubt the sword from back then could even be used now anyway. Nay, nay, I say, the holy sword hasn't lost its shine yet. Oh yeah, and how would you know? Regardless of the truth of the matter, perhaps we should take a look around. Okay. Wie ist der Kleine? Oh, da ist sogar eine Truhe, die ich noch gar nicht inspiziert habe. So, ich will nicht unbedingt gegen die Viecher kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Ah. Ach, das war dort. Okay. Let's go, Skip! Ha, woher wusste ich, dass es hier ist? Woher wusste ich das? Ach, nice. Let's go. What's that? Some sort of defense tower, if I had to guess. Kaha! And you can tell some real carnage happened here looking around. So it still sense the spirit of battle feeling here, even now 500 years later. What a grisly conflict it must have been. This place. Xavier talking now. Nay, it's not the same. Not like it was back then. Something wrong, Xavier? What's wrong? No, nothing at all. Oh no. Shit's about to go down, boys. Alright. Dann töten wir die Viecher. Baff. Nervige Viecher. Überall diese Fallen gelegt und alles. Pretty much. Tough, but no match for us. Trusty as ever, merry comrade. Oh, wait, what's this? I sense something. Let's say we check the area out a bit more before turning back. There's something here. Most certainly, I think.
nicht unbedingt reassuring, wenn er sagt, most certainly, yes! I believe it is. It do be like that. Außerdem sind wir jetzt gerade im anderen Plane, wie es aussieht. Zeit ist still geblieben und wir können auch nicht die Sachen kaputt machen hier. Oh, da ist was, Tatsache. Looky there! Oh, Rusty, look at that! About time we tracked it down. Im besten Zustand ist er nicht. Huzzah! We found it! We really found it! Of course, 5 whole centuries has kinda taken a toll on the thing. But still, I finally remember now. So my time has come. I wished only to stay at our sides to the end. Alas, 'twas not meant to be. The rest I will leave to you. Protect Lady Roswitha, my friends. Was ist los, Xavier, Alter? Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass das jetzt so hier so ein bitterliches Ende wird. Oder ist der Geist von dem Schwert oder so ein Scheiß. Alter, ich schwöre. Was it chance or design I fell astray in the midst of the bloody brutal fray? Ha! 'Tis no surprise they thought me missing, lost to the throes of battle. Don't tell me. Your true form, it's the holy sword. Aye, it's just as you think. I've always been good for nothing but a fight ever since my stripling days. But as the fates had it, in time I came to be hailed as the holy swordsman. And yet I left my comrades behind to rush into the jaws of death, some hero. When I came to in the dumping grounds of the research wing, I was already in this form. Methinks I must have ended up on Zola's failed experiments or something like that. Becoming a Rue robbed me of might and mind, leaving only little paws with which to rummage. I could neither meet the lady I served, nor save my fellow men from their own folly. I believe this is divine punishment, meant due for failing to protect that which I ought to have. But then I met you, Rusty. Even in fetters, your will stayed unwavering. In aiding you, a realization came to me. I can still do something, even in this form. That must be why I was brought here. It may not be directly, but I feel as though I'm making it up to my old comrades in a way. Aww, süß. Rusty, as a token of my greatest esteem, I hereby bestow you this holiest of swords. Most of its powers decayed, but the hilt still seems to retain its blessing. Isn't it important to you? I can't even wield it in this form. You ought to have it in my stead. Really because Lady Roswitha, nay, because Aprilis believes in you. And not to mention for all the adventures we've shared. Zola's the kind of guy who'd fire a cannon into a crowd if his target was there. Sure, he gets the job done, but at what cost? Anyways, he's always been off the rails. Even Aprilis can't do anything about that. You're the only one who can make this right, Rusty. Zum ersten Mal, dass wir seine Stimme hören, tatsächlich. Wow. I know you'll do the honorable thing when the time comes. Adol and his companions retrieved the hilt of the Holy Sword before returning to the world. After seeing Xavier off at the bar, they then set out on their adventure once more. Always happy to help. Holy Sword's hilt received. Okay. Aber jetzt haben wir ja nur den Griff des Schwertes. Den müssen wir wahrscheinlich reparieren. Mal Tito fragen, ob der uns das reparieren kann und vielleicht. Es scheint vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee zu sein, tatsächlich mal kurz zu speichern. So. Jetzt muss das Item ja eigentlich irgendwo hier dabei sein. Oder ist es tatsächlich eine Waffe schon? Nein. Dann unter Adas.
Wartet, ach, das ist ein... Ach, okay, das ist ein Accessory. Okay, okay, wow, crazy. Ich meine, Fenrir Claw ist schon sehr stark mit 40% Crit Rate. Flash Gout könnte ich aber austauschen auf jeden Fall. Skill Damage 2.5 mal. Crit 40%, wow. The Hilt of Savior's Holy Sword imbued with Mystic Power, wow. Shit. Shit. Okay, das ist cool. Und ich dachte, ich müsste das Schwert wieder neu bauen oder sowas. Aber nein, dabei gibt es eigentlich... Das ist ein Accessory jetzt für mich. Ah, okay. So, dann gibt es hier noch im Norden noch etwas. Eine Quest. Die machen wir doch mal noch kurz mit. Gerade, ich habe glaube ich an die 70% Crit-Rate oder sowas. Das ist so OP jetzt. Mit der Rüstung, glaube ich. Mal ganz kurz checken. Ich bin gerade neugierig. Da haben wir 15% drauf, da haben wir 40% drauf und da haben wir 30%, also 85% Crit-Rate. Shit. Shit. Wow, ich liebe es. Fühle mich ein bisschen OP, muss ich sagen. So, irgendwo im Norden gibt es hier noch eine Quest, deshalb gehen wir da mal hin. Ich kann natürlich auch einfach hinporten, aber weißt du, ich muss ja meine OP-Kräfte mal benutzen an der Stelle. Aber wirklich jeder Angriff von mir ist ein Crit, ey. Das ist schon ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Ich glaube, da vorne ist es dann gleich. Ging ja auch darum, ein paar Monster zu besiegen zwischendurch, bei einem der Quests, glaube ich. Werde ich aber jetzt gleich merken, denke ich. Alter, wirklich jedes Ding ist gerade ein Crit bei Adol. Verdammt, Alter, verdammt. Leicht übertrieben. Macht da rechts tatsächlich, okay? Hä? Ach, da hinten ist er. Das ist eines von diesen Viechern. Und die haben wir lange nicht mehr gesehen. Damals konnten wir nichts gegen die ausrichten. Boah, 300 Schaden pro Ding. Und dann halt fucking 3000 Damage pro Skill. Oh, Alter. Ich schwöre, Alter, wir sind so OP mittlerweile. Wir sind so OP mittlerweile. Krass. Die haben wir mittlerweile... Mittlerweile ist es eine Kleinigkeit, die zu besiegen. Wahnsinn. Wahnsinn. So, dann gibt es hier eine Quest mit Lucian nochmal. Bin mal gespannt. You all made it. I take it you saw the request submitted at the Dandelion. Knights are stirring up trouble again, right? Never a dull moment, even on a probation. What's the situation exactly? I heard Knights are going through a rather uncertain stage right now. With Master Charlotte gone, talk has been turning to future policy direction. But since the revolt at the Governor General office, Seneschal Gilbert has gone missing. Ach, Gilbert ist verschwunden, okay. I haven't heard rumors about this in town yet, but I'd imagine Rome would prefer to avoid any further uprising. Yes, without our master and commander, our power has greatly diminished. The plan was to conduct search and arrest covertly during the festival. But I couldn't bring myself to just sit by, so I ended up chasing a lead instead.
Grimwald is holed up inside here, I've no doubt about it. I fear he may be planning another revolt in lieu of the one that failed. Can't teach a crow old dog new tricks, I guess. Normally, he'd report it to the Roman garrison right away. But I get the feeling this might be a final turning point of sorts for the Knights. A task such as this cannot be entrusted to another. I must resolve it by my own hand. As you've exchanged both words and blades with the Master, I would like you to join me. May I ask you to lend me your pal? Oh, natürlich. Honestly, I couldn't give a damn what happens to the Knights either way. But maybe this will help to set things right for Charlotte and Lisa both. Oh, nice. The Errant Knights. These rates indicate the presence of a great number of people, there's no mistaking it. Them hunch was right. This must be where they've barricaded themselves. The bridge to the prison seems to have collapsed, we'll need to hurry. And let the search begin. Oh, we're mal gespannt. Gibt doch bestimmt irgendeinen Teil, wo ich tatsächlich hin muss. Wäre cool, wenn er noch dabei wäre in der Gruppe und man könnte den als Begleiter nehmen. Ja, jetzt tatsächlich hier entlang laufen, wie es aussieht. How did you find us? And why are the monstrums here? Must have had lookouts posted. Where's Gilbert? So the rumors of you consorting with those felons was true after all. In the name of the Celestial Master, we shall stop you here and now. Es wäre so viel cooler, wenn der da mitkämpfen würde. Und wenn die nicht nach 2 Schlägen tot wären. Aber it is what it is, I guess. Okay. You won't. Certainly earned a place as elite knights. In any case, this is more than proof enough that we're on the right track. Let's press onward. Let's go! Ich habe ein paar Truhen da liegen lassen. Was soll denn das? Okay. Das sind ein paar Truhen, die ich nicht durchstöbert habe. Was soll denn der Scheiß? Okay, alles klar. Wird bestimmt noch genug Dungeons geben, wo ich noch Zeugs vergessen habe mitzunehmen. Gott, ich fühle mich höchst so übertrieben mit fast 80%, fast 90% Crit-Rate. Okay, dann gehen wir da hoch. Beziehungsweise kann ich da hinporten sogar. Nein, kann ich nicht. Oh. Okay, dann hier links rüber. Okay, aber hier war ich doch. Aber anscheinend gibt es noch ein Schätzchen, das ich komplett übersehen habe letztes Mal, als ich dann gesehen habe. Oh, schön, Erz. Ah, könnte hier oben sein. Aha, Tatsache. Ja, gut versteckt tatsächlich. Gar nicht mal so schlecht versteckt. Und dann nochmal ein Geheimgang. Wow. Okay, das ist cool. Sturdy Grimwald. Ich habe sogar hier tatsächlich noch ein paar Skills, die ich noch zum Ende abholen darf. Krass, krass, krass. Für mich als hätte ich mich ein bisschen selbst verarscht an der Stelle, weil gibt es ja teilweise echt noch Zeugs, das ich hier vergessen habe. Wow, sogar 2 Truhen da gewesen jetzt gerade und da haben wir noch eine Truhe weiter vorne.
Und so kommst du zu der Schatztruhe. Ach, das ist... Ach, dieses Spiel ist so clever. Dieses Spiel ist so verdammt clever. Okay. So, ja, jetzt geht's tatsächlich auf den Hauptweg weiter. Und da sind noch mehr Ritter. Ja, servus. Listen, so the ransoms are with you. You're not getting the central goal, but then if we have something to say about it, as the Charlottes will shower endure in us, and with it, the future of Glee itself. Wow. Wir wollen das wirklich durchziehen, klar. Die werden aber so zerschreddert von den 2 Skills, die ich da mache, ey. Wow. Also ich habe schon die böse Erwartung, dass Gilbert jetzt mittlerweile kein Mensch mehr ist. Wow, die haben aber auch wirklich gesagt, nö, hier gibt es keine Teleportpunkte für euch diesmal. Haha, gewusst. Bosskampf. Da wo die Riesenspinne war. Let's go. The light's bound for the prisoner, ready to deploy. Very good. Begin repairing the bridge. It may be a ways away, but so long as we retake the facility in this restricted sector, we will have everything we need to carry on Master Charlotte's dying wish. The homunculi are gone. What? How did monsters get all the way in here? Wait, the man with them, it's... Sir Gilbert? Lucian! Gosh! Darn it! To think you've managed to track us down to this extent! But I suppose if anyone could, it'd be you, Adol Christin, Lieutenant L. Iblinger aside. I see how it is. Guys were in cahoots with Charlotte this whole time, huh? It's natural. Able to conduct so many covert operations alone. Getting as many specimens as he did wouldn't have required an abundance of manpower. So Gilbert, it's not too late to turn back. This isn't what Master Charlotte would have wished for you. I beg of you, don't deceive yourself on what it is the knights are meant to protect. You're the spitting image of your brother back in the age of the old Liam army. Would that he survived the battle 8 years ago as Master Charlotte had? I'm sure his words would have been just the same as yours. Nothing but saturating drivel. Every word callow and naive. The Master's aims are as our own. He will restore Glea's pride and peace at any cost, even if it means disgracing chivalry itself to the image on our pact with those vile Romans. Or arresting a certain seneschal to quell his attempts to return us to righteousness. Turn back, you say? This blackened path we swore upon is the only one we have left. If taken it shall lead to our doom, so be it. Glea will be ours to restore. Crazy guy.
keine Herausforderung, weggefegt ohne nichts. Oh, wow. Kindergarten. And so it ends. Wow, Suizid. Ist aber keine Lösung, Jungs. Lucian, you cur, why would you rob me of my only solace? I've already taken my path to its end. Must you force me to wallow in my shame? Nein, du kommst ins Gefängnis, wie es sich gehört, Bursche. Bring you to pass a Glia, where all may live in warmth and enjoy, where none must suffer or weep any longer. It's something I mentioned to Adol not long ago. An oath that the master, the Chellard, and my brother made together 10 years back. That oath was about to be broken right before my eyes, that's why I had to stop you. Master Chellard was far from the only loss incurred from the revolt. Now's a critical moment. The very integrity of the Hieroglyph Knights is at stake. It's like you said, I'm still naive. I won't be able to do this without help. Not just from the Knights, but the people of Glia, the Monstrums, even the Romans. So please, won't you lend us your strength as well? Together we can carry on the will of all those who are no longer with us. But this time we'll do it right by protecting this land that we love, our home. Ja, das klingt richtig. Ha. You demand an old codger like me to stand up again? Your audacity never fails to astound me. However, there's something I've finally come to understand. The meaning behind what Master Chellard had said back then. It would seem the arrangements for his transfer to Rom have been finalized. I'd intended to ask him his help eventually, but he's still his younger brother in the end. Master Chellard, don't you think we're being too lenient in dealing with him? Suppose we send him to Rom and he betrays our intentions, what then? I send your affinity for the boy, but our justice requires a firm hand to exact it. There's no need to worry. What information he holds is hardly enough for Rom to act. Besides, we will have need of someone like him once everything is taken care of. Even the chance that our plans do not go as expected. How do you mean, Master? Nothing you need to concern yourself over. It's a little more than a hunch of mine. The Chellard said all that. Master had his reasons for appointing a young man like yourself as Seneschal. Reasons beyond a simple favor for an old commandeer's sake. Gilbert and his squadron were returned to the Knight's chapter house soon afterward. They were then given a harsh punishment for violating the terms of their probation. Okay. I can't express my gratitude enough to all of you. Thanks to you, we stopped Gilbert before he could lay even more chaos upon the town. Kinda naive to think this puts a needle bow on things, if you ask me. Guess it doesn't sound too convincing coming from a feral maniac, though. Yeah. We've no shortage of hardships ahead, but they're nothing but we can surmount together. You said your ultimate battle was nearing soon, correct? I know that is as your comrade in arms, my sword is yours whenever you may require. That takes care of that. Schön. Slash Crown. Ach, Slash Artefakt. Verstehe schon direkt. Und wahrscheinlich der gleiche geile Effekt wie die anderen Accessories dieser Art. Now die Slash Crown. Strength 25, swap type to Slash. Okay. Nice. Und dann haben wir sogar noch ein Event mit ihm hier noch fix. Adol, would you mind if I borrowed you for a moment? Master Charlotte's staff is being treated as a disappearance in the public eye. It won't be long before people forget him entirely without a second of grief to spare. Be a disservice to him. All he did in his final moments was love his home. As such, I'd like to pay my respect by setting up a grave in his memory.
It's the least I can do for the master, for my brother's best friend. Thank you, Adol. I thought you might feel the way. I did ask Creator to accompany us, but he just said it wasn't his style. I suspect he may have done so out of consideration in his own strange way. Anyways, in any case, follow me. I have the perfect place in mind. Schön. Kleine Conclusion für Shadowlord. Nee, finde ich gut tatsächlich. His name can't be inscribed here, but this is the perfect spot. He'll have a view of the city he loved so dearly. Master Shadowlord. Are you okay? Yeah. I can't believe this is how I would say farewell to you. I wish I could have said it to you in person. I wish I could have said a lot of things. Until now, all I wanted to do was surpass you as a knight. Now that's never going to happen. Not that it would have happened anyway. I'll carry on the promise between you and my brother, so you can rest easy now. I hope the two of you are up there, laughing together like you always did. Thank you, Master Shadowlord, for everything you have done. Thanks for keeping me company, Adol. To be honest, I'm not sure what's going to happen to the Knights. All we can do is wait on the outcome of the negotiations between Rom and the Church. Das wird nicht ohne Probleme laufen, ja. Regardless of the outcome, Nach dem ganzen Coup, den sie gestartet haben. I want to be someone Shadowlord and my brother can be proud of. I won't flounder about like a coward anymore. And the first thing I'm going to do, Adol, is give you my unconditional support until your fight has been won. I swear it, upon my sword and my soul. Cooler Typ. Nach wie vor ein cooler Typ. So, und damit wird das auch geklärt. Sehr schön. Wow, fast 200 Nox, ne? Und ich kann nichts damit anfangen. Ich bin mal gespannt, ob ich eigentlich über die 200 komme. Mal kurz gucken. Weil von denen kriege ich ja 3. Oh, man kommt über 200, okay. Hätte jetzt nicht gedacht. So. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich nur noch die Story-Quest übrig und ich könnte jetzt noch die Landmarks abgeben. Genau. Sehr schön, sehr schön. 21 Landmarks in dem ganzen Spiel. Job well done. Und wir kriegen immer noch einen Haufen Fähigkeitsbücher dazu. Krass. Doing a lot of soul searching, honestly, that earnest gleam in your eyes had me feeling kind of sorry for my life. But now, thanks to you, I want to rediscover what it is that makes Balduq so great myself. It's maybe the end of our little landmark reporting arrangement, but I'm willing to bet your next adventure will be bring a whole slew of new ones to discover. At any rate, thanks again for all your help. I mean it. Schön, 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 schön. Excuse me! Sehr schön. Ist die Frage, ob wir die noch großartig reporten müssen, die Quests, die wir so gemacht haben. Ich glaube, abgesehen von Aprilis eigentlich nicht. Ja, Aprilis müssen wir noch tatsächlich dann noch vor uns reporten. Aber wir haben eh noch ein Event mit dir, das heißt, die wird man tatsächlich anscheinend hat er noch irgendwas mit uns hier zu machen. Ja. Okay, nur für den Fall, dass wir noch was hätten, alles klar. Okay, und da wir sowieso mit dir noch einen kleinen Event haben und alles, würde ich sagen, wir machen mal Schluss an der Stelle, sehe euch im nächsten Part wieder. Und dann, ja, machen wir mit Aprilis weiter in dem Sinne. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.